Hallo und herzlich willkommen, schöne Seele. Es folgt jetzt ein Einblick in die Ausgabe Nummer 52 der Channel News vom 25. März am Abend. Ich wünsche dir viel Vergnügen und möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du dir immer mal wieder Zeit nimmst, hier bei mir auf diesem Kanal vorbeizuschauen. Alles Liebe von mir zu dir. Und jetzt viel Vergnügen mit Saint-Germain. Guten Abend. Guten Abend, du wunderschöne Seele. wie schön, jetzt mit dir wieder verbunden zu sein. Mein Name ist Adriana Meisser und ich arbeite seit 18 Jahren als Coach und Channel-Medium. Und der 25. eines jeden Monats ist ein sehr wichtiges Datum für mich, denn dann habe ich die Möglichkeit, mich mit einer wunderbaren Gruppe von Gleichgesinnten energetisch zu verbinden. Und heute gehörst du zu dieser Gruppe und das ist mir eine ganz besondere Freude. Schön bist du da. Danke. Und bevor wir da hier auch einsteigen in dieses Channeling mit der geistigen Welt, so den Channeled News, 52 sind wir schon dran jetzt. Lass mich doch mal kurz hören. Kannst du mich sehen? Kannst du mich hören? Ist soweit alles in Ordnung? Auf technischer Ebene, damit wir dann als nächsten Schritt ins Geistige wechseln können. Ja. Und überhaupt, wie geht's euch eigentlich so? Wie geht's dir so? Es ist ja schon anspruchsvoll gerade, nicht wahr? Es gehen unglaublich viele Gefühle in mir, durch mich, und ich höre und lese von euch geht's ebenso. Man ist so ein bisschen ratlos manchmal. Was kann man ganz konkret physisch tun für andere, für unsere Weltsituation, und wiederum, wie kann ich gut für mich sorgen? Mit dem einen guten Umgang finden, was in mir so ist, in meinem ganz persönlichen Leben. Das hat ja nicht einfach aufgehört. Ja, da ist viel, viel los. Ja, wie geht's euch so damit? Ich gucke jetzt da mal kurz in den Chat rüber und kann als allererstes schon leben. Alles gut? Das ist natürlich die beste Info, die man für einen solchen technischen Abend haben kann. Ja, ich lese, es gibt viele schwierige Energien im Raum, Aggressionen, und trotzdem lese ich auch, es kommt vieles hoch und es ist gut. Ja, ich glaube, dieser Mix ist doch ziemlich anspruchsvoll für uns alle. Deswegen freut es mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst, jetzt einfach einen Augenblick einzutauchen in das, was die geistige Welt uns mitgeben kann für diese Zeit. Und ja, lasst uns doch einfach mal gemeinsam atmen. Und vor allem, lasst uns ganz bewusst ausatmen. Nicht nur einatmen. Wir geben oftmals viel Aufmerksamkeit diesem Einatmen, aber dem Loslassen, dem einfachsten Loslassen, das wir überhaupt ganz nah, ganz aktiv im Augenblick tun können, ist Ausatmen, bewusstes Ausatmen. Vielleicht hast du schon Tiere, die nach einem Schock oder nach einem Schrecken erlebt oder gesehen, die zittern und prusten beim Ausatmen. Und das tun sie, weil das unglaublich heilsam ist für unseren Körper. Und weil gerade eben so viel aktiv ist es ganz wichtig, dass wir präsent sind, gegenwärtig sind und deswegen tief uns füllen mit dem Atem des Lebens, aber auch ganz gut ausatmen. Also lange und gut ausatmen, vor allem in stressigen Lebenszeiten. Deswegen lasst uns das doch jetzt gerade mal gemeinsam praktizieren. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen und ganz bewusst hier anzukommen, bei dir, für deinen Körper, und atme tief ein und ganz bewusst und tief aus.
und fühle diesen Freund, deinen Körper, deine Heimat derzeit. Fühle da gut in dich hinein. Und lächle. Und bitte bleib im bewussten Atmen, schöne Seele. Bleib bei dir im Fühlen, wie es dir geht, was die Informationen mit dir machen. Und halte somit die Energie im Raum, in unserem geistigen Raum, wo wir gerade zusammengekommen sind. Und jetzt lasst uns den Saint-Germain einladen und mal hören, spüren, was es, die geistige Welt, unsere Helfer und Unterstützer heute für uns bereithalten. Ich wünsche dir meinerseits viel Vergnügen und atme. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wundervolle Seele, ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es freut mich. Es freut mich sogar sehr, was ich da sehe im Sinne von erkenne. Denn ich erkenne dich. Und das ist Freude pur. Das ist pures, lebendiges Leben, schönste Seele. Und ich sehe auch, dass du dir sehr vieles, das ich die letzten Jahre zu dir gesagt habe oder an dich herangetragen habe, wirklich in dir begonnen hast, damit einen bewussten Umgang zu pflegen, in dir geordnet hast. Ich sehe, dass du viel bewusster beginnst, Frieden zu schöpfen. Ich sehe, dass du viel bewusster friedvolles Verbundensein pflegst. Ich sehe, dass du viel bewusster deinen Gedankengängen folgst und dementsprechend auch achtsamer bist in deinem Alltag. Und das ist eine Freude. Das bedeutet Aufstieg. Das bedeutet ganz aktives Teilnehmen an diesem Aufstieg. Teil davon sein. An diesem so wichtigen Aufstieg. Ganz besonders jetzt, wo das irdische Zusammenleben von Bruder und Schwester und allem dazwischen, dass diese Identifikation mit dem Menschsein, mit dem Zusammen mit anderen Sein gerade auf eine große Probe gestellt ist und gleichzeitig die ganzen Umstände der Erde sich mit euch mit verändern. Oftmals sagen wir, und ihr auch, das sei sehr anspruchsvoll. Lasst uns heute genau diese Energie einmal genauer beleuchten und eine neue Qualität dafür finden. Denn du weißt, mit jedem Wort, das du sprichst, mit jedem Gedanke, den du denkst, den du nochmal denkst und wieder denkst, schöpfst du. Also lass uns noch einmal genauer hinschauen, was du schöpfst. Und die Allgemeinheit schöpft Strenge, anspruchsvolle Strenge, Leiden. Ist es wirklich das, was ihr wollt? Ich bezweifle. Also lasst uns heute zum Thema Frieden sein noch einmal einen Blick auf den Umgang mit der weltlichen Situation gemeinsam werfen und ganz bewusst das aktive Tun in den Vordergrund stellen. Dazu will ich einen Bogen schließen und sagen, du weißt, wie friedvoll verbunden sein geht. Du weißt jetzt, wie Frieden schöpfen geht. Also sei Frieden. Und das heißt ganz aktiv in diesem Sinne etwas tun für den Frieden.
Dazu will ich sagen, dass Meditieren und Atmen, wie von mir angesagt, absolut wichtige Aspekte dafür sind, aber in gewisser Weise nicht genug. Zumindest nicht für die Anteile in euch, die dann doch irgendwie ein Bedürfnis noch mit sich tragen, das dann im Außen auf irgendeine Art und Weise getriggert wird. Und dann kommt schlechtes Gewissen hoch. Tue ich denn auch genug? Bin ich genügend aktiv? Oder sollte ich vielleicht doch noch mehr physisch tun, vielleicht zu Hause ein bisschen mehr Platz machen und Flüchtlinge von irgendwo auf der Welt aufnehmen oder dorthin reisen physisch und helfen, Geld senden, mein Geld von der Bank holen? Tue ich genug? Bin ich auf dem richtigen Weg? All diese Zweifel sind schwere Energiequalitäten, die über ein schlechtes Gewissen getriggert werden, weil du, in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, das ist ganz wichtig zu verstehen, in einer gewissen Form in einer privilegierten Situation bist. Und das bist du dann, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, warmes Essen hast, ausreichend Kleidung und so weiter. Das zählt heute bereits wieder als privilegiertes Leben und nach oben ist natürlich viel Luft. Aber allen, denen es so gut geht, ist eine große, sehr große Aufgabe zugetragen. Nämlich wirklich Frieden sein. Und das bedeutet aktiv viel mehr tun, als du denkst und gleichzeitig noch weniger tun, als du denkst. Ja, was jetzt, Saint-Germain, muss ich tun oder nicht? Ja, beides. Damit will ich sagen, meditieren, atmen, friedvoll sein, friedvoll denken, friedvoll sprechen, ist nach wie vor unglaublich wichtig und wird es auch bleiben. Aber damit nicht genug. Deine tagtäglichen Routinen, dein tatsächlicher Umgang mit deinen Mitmenschen und mit dir selbst darf noch viel mehr in den Vordergrund, in den Fokus gerückt werden, denn da zeigt sich in deinen Taten, wie friedvoll, ruhig, geistig, spirituell du tatsächlich bist. Ich sehe, du verstehst, was ich meine. Wie gehst du mit dir um, wenn du müde bist? Wie gehst du mit dir um, wenn du in einer Situation überfordert bist oder es in einem Gegenüber siehst? Oder einfach nur Aggression begegnest im Außen, das ist ja im Moment auch gerade sehr aktiv. Wie gehst du mit diesen aggressiven Menschen um? Was denkst du über sie? Wie begegnest du ihnen? Was tust du für diese Brüder und Schwestern? Was tust du für deine Mitmenschen, die so gefangen sind in ihren eigenen Emotionen? Wenn du ihnen begegnest, ist der Punkt. Oder wenn es, diese Situationen, dir begegnet, dann ist es deine Aufgabe, damit einen lichtvollen Umgang zu finden. Wenn du dich also nicht dazu berufen fühlst, an die vorderste Front zu gehen und da Menschen physische Unterstützung zu bieten, ist es absolut in Ordnung. Wenn alle dahin gingen, wird's auch nicht helfen. Ist sehr leicht gesagt, aber es braucht welche, die da sind. Und das sind sehr wichtige Unterstützer. Es braucht auch welche, die das im Hintergrund alles organisieren. Es braucht jetzt Menschen an vorderster Front, die mit all dem, was auf Erden geschieht, mit allem, was hier geschieht, aktiv sich engagieren. Wenn du dich aber da jetzt gerade anhand deiner Lebenssituation, deiner persönlichen, körperlichen Situation nicht dazu berufen fühlst, dann hast du trotzdem eine Aufgabe. Und weil ihr diese beiden Elemente so gerne miteinander vergleicht, schneiden die einfach nur zu Hause rumsitzen und ein bisschen meditieren für den Frieden, ein bisschen schlechter ab im allgemeinen Verständnis. Und die ganz physisch vor Ort in die Hände spucken und richtig anpacken, das sind die Helden.
Ich kann diese Einstellung nur zum Teil bestätigen. Denn niemand weiß, wie es ist, in deinen Schuhen zu gehen. Die wenigsten wissen, wo du überall warst, wie es da für dich war und wie heldenhaft es eigentlich ist, dich zu sein, mit dir zu sein. Deswegen bitte, vergleiche dich nicht mit anderen. Setze dein Tun und Sein nicht in die Waagschale zu den Taten anderer. Bitte, quäl dich nicht. Das hilft niemandem. Aber wie gesagt, nur einmal im Monat ein bisschen zu meditieren, 2, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen und damit zu hoffen, genügend getan zu haben, hilft tatsächlich nicht. Ein bisschen. Aber dein schlechtes Gewissen, das eben diesen Anteil in dir nährt, der da gerne aktiv am Aufstieg teilhaben möchte. Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dir in diesem Bereich um?